Ich muss sagen, nach dem Nürnberg-Spiel war man dann schon fast traurig, dass es jetzt bald vorbei ist. Dieses Spiel kam in einer Saisonphase, wo die Mannschaft performt hat. Also die Saison, wenn noch 10, 15 Spieltage gedauert hätte, hätten wir wahrscheinlich um die Playoffs mitgespielt. Also da bin ich mir sicher. Ja, trotz dessen, dass ich Fanbeauftragter des Vereins bin, bin ich auch bei den Bayreuth Bats. Und ich muss sagen, was mir da besonders imponiert an diesem Fanclub, dass sie es immer wieder schaffen, auch in extremen Niederlagenserien, so wie wir es am Anfang der Saison hatten, immer wieder die Mannschaft pushen. Und ich denke, das zeichnet uns schon aus. Was ich mir wünsche für die Zukunft, nicht nur des Bayreuther Basketballs, sondern auch der Bats, dass wir mehr Mitglieder generieren. Ich will nicht mal unbedingt sagen, dass wir uns verjüngen müssen. Natürlich wäre das auch wünschenswert. Aber dass einfach mehr Leute sehen, da ist ein geiler Fanclub mit einem echt tollen Vorstand, der einiges bewegt. Ich würde mir wünschen, dass da in den nächsten Jahren was passiert. Das ist ein Prozess, der dauert, aber ich glaube, das kriegen wir hin. We all know this is our chance to get 3 wins in a row for the first time in the season. I think that should mean something. On top of that, I want you all to remember for just a second the atmosphere that we created in Nuremberg with our fans. And let's imagine us recreating that same feeling in our home court with our fans. So let's do everything we got. I'm not asking for perfection. We won't need perfection to win this ball game, but I'm asking us to punish first, to be the team that is more disruptive, more physical. Let's bring our fans behind us. Let's have great fucking games. Let's go. Let's enjoy this. Go. Let's go for 3 in a row, boys. Let's have a good one today. Starting 1 more. 1, team. Let's go. Mein Highlight war tatsächlich die Mannschaft. Die sind so brutal zusammengewachsen. Man hat richtig gespürt, dass die Bock haben, miteinander Basketball zu spielen. Und das sieht man dann einfach auf dem Court. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know I'ma get it. 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 Ayy, I got the drive to bust the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps, ain't no regrets. I do too much. It ain't me if you see me stuck. On this early ball, rebound against making pay. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the team and he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I rehab. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We in good hands, no folding. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But now, most important thing, guys, is we keep this up. This team, just 2 weeks ago, they came back from 22 against Tübingen. They were down 22, they came back. They have heart. In multiple aspects. They have heart, okay? So, make sure we understand this. This team's not gonna give up, guys. They're fighting to stay in the league. This game fucking matters to them. And they will be super tough on each other right now, and they will try to come out of the locker room with a ton of energy. So we need to make sure that we are even more energetic than them. So in my mind, guys,
right now, the challenge is to play another 20 minutes of this. The guys out there, the people out there are loving it, the way we play. It's beautiful. It's beautiful. Let's give them another 20 minutes. Give them another 20 minutes of this. Celebrate the 3rd win in a row together with the fans and fucking enjoy the hell out of it. Okay? Let's go. Hey, push each other. Hey, if anybody feels like somebody's slacking, you make sure he keeps going and we're aggressive. Okay? Let's go. Help each other out. Yep. Hey, first 5 minutes, let's come out the same energy we ended with. Family on 3. 1, 2, 3. Family. Let's go. I want to say I'm especially proud of us figuring out a way to be the more physical team throughout the whole game, which honestly is not easy. We all know that. I mean, you know, when you have secured the league, it's not easy to do that. So to me, this shows the character of the group, because you guys care about each other, you care about growth, you care about the process, you care about the fans, you care about the whole environment, right? And that really matters, and that's really special. So we should really enjoy that. I want to say, I feel like after a couple of weeks that have not been easy for you, this was a great game. This was a hell of a game. I think this was exactly the right step in the right direction. So I think Nat should give us a Let's see them drawing skills. Let's see what you got, man. Oh, man. Hey! Give him some time. He's working on it. He's working on it. Come on. Ja. Bisschen nein, komm on. It was a good game. It was a good game, man. It was a good game. Bring it in, guys. Let's go. Bring it in. Hey, good work today, y'all. Way to fight and compete for 40 minutes. Oh, get off me. And have each other back. Family on 3. 1, 2, 3. Family. So. Jetzt hast du ja Zeit dafür, für sowas. Jetzt muss ja alles einrichten hier, deswegen. Was haben wir da wieder? Sonst noch was? Können wir weitermachen. Das ist die Brady. Immer mit dabei. Ich bin Dirk Quatsch, ich bin 28 Jahre alt und habe letztes Jahr als Center bei BBC Bayreuth gespielt. Also die Entscheidung kam damals schon, als ich dann gehört habe, BBC Bayreuth hat Interesse, und dann habe ich gesagt, ja, prinzipiell mega cool, kenne den Verein, deswegen war das für mich sehr interessant. Und dann hatte ich noch das Gespräch mit dem Hannes Schlamminger und der hat gemeint, ja, komm mal vorbei, auch ins Cybex Büro, und dann quatschen wir mal zusammen. Es sah dann so aus, dass ich gesagt habe, okay, wie können wir das machen? Und der Hannes hat gemeint, schreib deine Bachelorarbeit, du bist 20 Stunden da, aber halt außerhalb der Trainingszeiten. Also ich konnte jedes Trainingszeiten mitnehmen. Und ich habe das dann halt fertig geschrieben, im Dezember habe ich sie abgegeben, und dann hieß es, okay, wie machen wir weiter? Und dann hat er gemeint, okay, arbeite erstmal halbtags weiter, bis die Saison fertig ist. Und dann, wenn die Saison fertig ist und du Lust drauf hast, kannst du halt hier anfangen, Vollzeit zu arbeiten. Für mich war das dann halt einfach die richtige Entscheidung. Und dadurch, dass halt einfach alles Cybex sehr basketballaffin ist, haben die mir das wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Und deswegen konnte ich mich auf Basketball konzentrieren und gleichzeitig halt noch arbeiten. Mein
Mein Werdegang als Basketballer fing damals an, so richtig beim FC Bayern Basketball. Da wurden wir mit der U19 also MBBL-Meister und es war 2015 nach meinem Abi. Und dann ging es eigentlich los. Dann habe ich einen Profivertrag für die erste Mannschaft bekommen, gleichzeitig noch in der Pro B gespielt. Dann war ich in Würzburg, Crailsheim und in Braunschweig. Danach bin ich in die zweite Liga gegangen, zu Leverkusen, und dann war ich noch in Gießen und dann zu guter Letzt bei Bayreuth. Im BBC hatte ich meine beste Basketball-Saison auch persönlich gesehen, also natürlich ein paar Verletzungen hin und her, aber so habe ich auf dem besten Niveau gespielt, und in Crailsheim hatte ich auch so einen kleinen Peak gehabt. Ich nehme mich selbst nicht zu ernst und ich nehme das Leben nicht zu ernst. Natürlich musste immer ernst sein oder so, aber es geht auch oft mit Spaß und manchmal geht es dadurch besser. Das ist so ein Motto, und auch was ich sage, was du nicht willst, was jemand tut, füge auch keinem anderen zu. Das versuche ich auch immer zu leben und so. Aber ja, ich bin eigentlich, glaube ich, sehr lebendig, sehr extrovertiert, sehr laut wahrscheinlich. Und ansonsten, glaube ich, halt einfach ein normaler Mensch. Also nichts Besonderes. It's gonna be loud in there. Okay, so let's make sure we echo our calls. Talk to each other, make sure we huddle up as many times as we can to make sure we're all on the same possession, all on the same spot for next possession. All right? Let's go. Let's go, guys. That's how we're doing today, y'all. 1, 2. Crailsheim war für mich halt wirklich, also so, du hast einfach alles erlebt, was du als Basketballer erleben konntest. Dann dorthin wieder zurückzukommen mit diesen ganzen Emotionen und 3 Jahre, die du da warst, das macht schon was mit dir. Und ich fand es sehr, sehr schön, und ich glaube, die Crailsheim-Fans wissen das, wie sehr ich die mag, und ich glaube, deswegen haben die mir auch ein bisschen Liebe zurückgegeben. Die Introduction war ein bisschen besonderer. Und das tat schon sehr gut, dass du weißt, okay, du hast einen kleinen Eindruck hinterlassen bei so einer Verein. Also das war ganz schön. Take the air out of their defense, okay? Super physicality, defensively and on the boards, all right? Let's go. Hey, let's get our energy from the front. It's not our own energy, bro. Defense on 3, 1, 2, 3. Defense. Ja, es war eine Wahnsinnsleistung gegen Crailsheim. Also ich bin da natürlich auch extrem stolz drauf. Ich glaube, es war eines unserer besten, wenn nicht unser bestes Spiel der Saison.
sich anguckt, dass wir am Ende 2 unserer Point Guards und 2 unserer Big Men mit 5 Fouls draußen sind. Also ist natürlich auch absoluter Wahnsinn. Und trotzdem zusammengeblieben sind und alles versucht haben, das Spiel zu gewinnen. Honestly, I'm probably way too fucked up and mad to say anything that makes any sense. So I want to say great battle. I feel like we deserved the win. We didn't pull it out, so there's probably multiple reasons for this. I'm super mad for a team winning the game on the line because they're flopping like little kids. It's fucked up. But also in some situations we got to be smarter because we got to understand. Start calling everything in the 3rd and 4th quarter, so we got to adjust a bit in the way we play. There's also growth that's getting more experienced through time. A lot of you guys are not going to make that mistake again in next season. So let's go home, heal, keep going, get a good home win, finish the season on 5 home wins in a row. Let's bring it in, guys. Hey, don't be too disappointed. We played 3 great games, wins in a row. We played really good, even though the refs were against us. So guys, be proud of yourself, and then we're gonna finish strong the last 2 games. Good work, Didier. One team. Again, we have to be prepared for a team that will play super physical. So that level of physicality is everything in the beginning of the game. So making sure that we are the team that punches first, we are the team that is more physical in the first place, which we can clearly be, but we have to do it. We have to show up first. All right, we have to show up first with that type of physicality, and then we'll put ourselves in a position to win the 5th home game in a row. Okay, let's go. Have a nice day. See you tomorrow. Das letzte Spiel von mir war ja das Heimspiel gegen Karlsruhe und das war auch in der Box von den 5 das letzte, was wir noch ausführen wollten. Und dann habe ich halt meine Freunde und Familie wussten das, kam halt an in der Früh, Shootaround, und dann komme ich hier an und dann war hier das ganze Wohnzimmer voll und alle schon am Frühstücken zusammen und so. Und also für mich war das dann auch so, ich wollte dann halt ein schönes Abschluss haben. Boah, mir kommen echt die Tränen, ey, sorry. Also ich freue mich, dass das aufhört, aber schon gemischte Gefühle gerade, muss ich schon sagen. Also gestern habe ich schon gemerkt, was ich sonst gar nicht merke. Und heute auch bei Vorbereitung so, es war schon irgendwie, also kein normaler Tag wie immer, ne? Ja, Lukas, hier geht's mir wieder. Das ist gut so. Ja, ist doch schön, ne? So soll es sein. Also man malt sich das aus, wie natürlich, wenn man dann mit Kobe mit 60 Punkten das Spiel beenden, wenn es geht. Natürlich funktioniert das nicht, weil ich bin nicht Kobe. Aber man denkt sich halt so, egal ob du Punkte machst oder nicht, aber nochmal alles geben auf dem Spielfeld, was du kannst. Wir hatten das Heimspiel noch ein Auswärtsspiel, wenn nicht jetzt, wann dann? Irgendwie habe ich die Tage da auch drüber geredet, dass es bei dir so weird ist, weil du so Cybex-mäßig zum Beispiel wirkst du schon so gute 28, ne, professionell, der nette Bursche und privat dann. Oder ich habe mit Mo hatte ich drüber, weil das erste Mal, wie du mich angerufen hattest, bevor du herkamst, war ich im Freiraum mit Mo trainieren. Und bin danach, nach dem Telefonat, bin ich zu Mo und meinte, wow, richtig gute Verpflichtung, richtig netter Typ so. Und jetzt ein Jahr später. Ja, jetzt wo ich bin, ey. Das ist so Instagram gegen Reality so. Wirklich. Ach, Timmy. Das ist doch schön. Konnte so sein, wie ich bin.
Und dann, dass es halt wirklich, also wirklich nach 15 Sekunden, dass es dann aufhört und dass es so schnell einfach vorbei ist, das war ganz komisch. Irgendeiner steigt mir auf den Fuß und ich höre es nur poppen und ich so, boah, Scheiße, was war das? Die Leere, die ich da gefühlt habe, war wild. Also das war, du saßt da, ich habe mit dem Physio, ich habe es mir eingeredet, dass es nochmal geht, ich bin gesprintet in einen anderen Schuh und dann saß du da und dann irgendwann mal war es halt so, spielt halt immer mehr an der Fuß und geht halt nicht. Und dann in jedem anderen Spiel sagst du halt, ja geht nicht, aber da versuchst du es halt nochmal. But let's be more physical. Put them under pressure. They got a short rotation. So tie them down. Seit 9 Jahren spiele ich das und dann auf einmal ist es so vorbei. Natürlich jetzt ein Spiel länger oder so, aber beendest du es halt, wie du es angefangen hast. Und so war es halt einfach so, du beendest, weil du es beenden musstest. Ja, war ich kann das gar nicht beschreiben, die Emotion war ganz, ganz schlimm, ne, deswegen. So guys, what we need is, we need to make sure that this up and down in our physicality and focus level. It fucking stops right here. We're not gonna do any more of that. We're going to play 20 minutes of high fucking focused basketball, helping each other out everywhere we can, getting 50-50 balls, rebounding the shit out of the ball on both sides, and stopping them in transition. Alright, let's keep playing together. Let's enjoy 20 more minutes. Get the fucking home win. Here we go, boys. Come on. Hey, let's win it for fucking damn. Yep. Yes, sir. Hey, let's keep being physical, y'all. When we match their physicality, bro, they can't do nothing with us. Family on 3. 1, 2, 3. Family. Let's go. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. Homie, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's the rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Die Entwicklung der Mannschaft, ich glaube, da war Heiner ganz wesentlich, der dazu beigetragen hat. Und es tut mir unfassbar weh, das auf diese Art und Weise hier erleben zu müssen. Sein letztes Spiel in der Oberfrankenhalle, du hast der junge Herde zusammengehalten, du hast ihn nach vorne gefeuert, du hast ihm gezeigt, ja, was du mit der Mannschaft bringst, wenn du auf dem Court stehst. Deshalb deren Respekt für diese Karriere. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, vielleicht ist es ein Zeichen gewesen, dass es so aufhört. Aber in dem Moment hat es so weh einfach, dass du halt nicht beenden konntest, wie du das wolltest. Sagen wir mal, egal wie du gespielt hast, einfach nur das Spiel beenden konntest und dann halt nochmal vor deinen Freunden und vor deiner Familie und vor den Fans nochmal so ein letztes Heimspiel zu haben, dich mal so verabschieden, nochmal Eindruck hinterlassen. Und wem bin ich alles dankbar? Also Nummer 1 meine Frau,
Ich kenne die ja aus der Schule schon, beim Abi kennengelernt. Bis jetzt 10 Jahre, 10 Umzüge, das alles mitzumachen, Wochenende nicht frei zu haben, zu den Spielen zu kommen, in München studieren, immer pendeln, Fernbeziehungen. Also da erstmal Nummer 1, wen ich am meisten dankbar bin, und dann halt einfach von meiner Familie, wo du sagst, okay, die haben mich immer supportet, meine Eltern ins Training gefahren, alles, also die hatten ja selbst dann halt Urlaube eingespart, damit du halt das machen kannst, was dir Spaß macht. Und meine Freunde natürlich auch, wie oft ich mit Danilo Bartel einfach ihn angerufen habe nach einem schlechten Spiel mitten in der Nacht und sagst so, ey, hast du das Spiel gesehen, was kann ich da machen? Und wie oft der mich beruhigt hat oder so. Oder Tecke, mein Trauzeuge zum Beispiel, wo die halt immer dann kamen, wenn es mir schlecht geht und dann halt einfach Zeit mit mir verbracht haben. Das sind so Sachen, so, die schätzt du immer wert, aber jetzt im Nachhinein, wenn du siehst, was die alles für dich gemacht haben und aus wie vielen schlechten Phasen sie rausgeholt haben, das war schon sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich dann so ein Umfeld hatte, wo die mich so supportet haben. Also da bin ich sehr dankbar. Boah, jetzt kriege ich Träne. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich habe eine Wette mit Lenny ausgemacht, dass er nächstes Jahr 10 Punkte und 5 Rebounds im Schnitt haben soll. Ansonsten schuldet er mir was. Das kann ich noch erwähnen, das haben wir das schwarz auf weiß. Wenn er das nicht hat, dann weiß jeder Bescheid, Lenny schuldet mir da was. Das mache ich jetzt ein bisschen Druck nochmal. Aber ansonsten nichts, nee. Ja, man hat in der ganzen Woche vor Tübingen schon irgendwie gespürt, dass emotional etwas bisschen anders ist. Es gab so mehrere Momente, wo man irgendwie gemerkt hat, so okay, krass, das ist jetzt so das letzte Mal, dass wir Postgame-Video-Analyse vom vorherigen Gegner machen. So, das ist das letzte Mal, dass wir eine Mannschaft auf Video vorbereiten. Ne? Das ist das letzte Training, in dem wir 5 gegen 5 spielen. So, das ist das letzte Shoot-Around-Situation. Also irgendwie gab es so mehrere Momente, wo man gemerkt hat, so, shit, so, das war's dann jetzt. Was ist das für Saft? Was denn? Ist Kaffee. Schau halt, David. Es ist nachhaltig. Er hat Eiskaffee dabei. Es ist nachhaltig. Ja, klar. Ja. Marmelade, Marmelade. Weißt du, was gut dazu passt nachher? Hey, Bro, what's up? Geil. Wo ist denn den her? Crazy. Kaffee Warnfried. Manfred? Ja, why? Was ist der Apfelkuchen, den du willst? Was ist das? Geil. Auch immer der ganze natürlich. Und da kriegst du sogar so eine Widmung oben drauf. Ja. Wahnsinn, oder? Voll süß. Also da Von Wolfgang und Steffi. warst du auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ne? Nee, tatsächlich. Scheiße aufgeflogen. Seit ich an Spieltagen ein Stück Apfelkuchen von denen esse, hatten wir 6 in Folge gewonnen vor Kreilsheim. Und jetzt danach halt auch. Das hat man bei den Spielern schon auch gemerkt und gleichzeitig aber so eine Vorfreude darauf, noch einmal zusammen spielen zu können. Und das in so einer besonderen Challenge natürlich auch in einem Do-or-Die-Game für den Gegner, für Tübingen in dem Fall, die ja gewinnen mussten, um in die Playoffs zu kommen. Zu Hause in Tübingen, dann vor einer ausverkauften Halle mit sehr, sehr guter Stimmung. Make those 40 minutes 100% about this group in this room. So 100% focus on our process, on how we have grown, and on just being the best version of ourselves. Two at a time. No. Hey, we're on time. Hey, you're on time. No, you got. Hey, Lenny, bro. Nah, I wasn't gonna. Hey, what is it? It's the last one, man. It's the last one, bro. The last time. Hey!
Stop! Malaka, 3, 1, 2, 3! Malaka! War schon eine tolle Challenge einfach und das muss man schon sagen, dass wir da in der ersten Halbzeit einen unfassbar guten Job gemacht haben, Tübingen auch dominiert haben in dieser taffen Situation für sie. In der zweiten Halbzeit hat Tübingen einfach alles rausgeholt und hat mit dieser Verzweiflung gespielt, die ja auch irgendwo dazugehört in so einer Situation, wo du weißt, wenn du dieses Spiel jetzt verlierst, dann ist die Saison vorbei. Diesen Respekt an Tübingen, die haben extrem gut gespielt am Ende der zweiten Halbzeit und sehr, sehr physisch auch gespielt und uns den Rhythmus weggenommen, haben dann vieles getroffen, was wir nicht getroffen haben auf der anderen Seite und so auch verdient gewonnen und verdient den Einzug in die Playoffs geschafft. So, da kann man einfach nur Respekt zollen für die Leistung in der zweiten Halbzeit. Für mich bleibt dennoch diese Entwicklung im Vordergrund über die letzten paar Spiele, dass wir es einfach geschafft haben, in den letzten Spielen mit Abstand unseren besten Basketball zu spielen. Das ist ja immer das, was du willst eigentlich als Mannschaft, dass du am Ende der Saison deinen besten Basketball spielen kannst. Auch wenn natürlich nach dem Spiel wir enttäuscht waren, weil wir das Spiel gerne natürlich auch gewonnen hätten, so ist schon auch schnell dann umgeswitcht dahin, dass wir einfach realisiert haben, so dass das war's jetzt, das war der gemeinsame Weg und dann natürlich auch die nächsten Tage nochmal genossen haben und Zeit miteinander verbracht haben, sehr, sehr viel und ja, die letzten Tage zusammen in Bayreuth einfach gemeinsam genießen konnten. Vom Aufbau her soll sie so bleiben. Ja. Also so wie sie jetzt da ist, das ist ja dasselbe Aufbau im Prinzip. Also wir haben ja dieses U sozusagen, den Spinden. Klar, die sollen natürlich neu und schön gemacht werden, aber wir wollen hier an der Wand alles zumachen. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, diese Tür soll zugeputzt werden, das hier soll zugemacht werden, da soll eine Wand reingebaut werden, dass wir hier eine durchgehende Wand haben. An der Wand so eine Art Medienwand kreieren. Also müssen wir gucken, inwiefern man das vielleicht auch einlassen kann in die Wand oder das halt möglichst schlicht machen kann. Im Endeffekt soll hier ein Bildschirm sein, daneben ein Whiteboard sein für Informationen am Spieltag. Da habe ich vielleicht mir überlegt gehabt, dass man die Steckdosen oben in die Decke macht. Dann ist man halt relativ auch flexibel. Ne? Ja, das ganze Projekt Kabine ist, glaube ich, Anfang Juni gestartet. Da hat mich der Dresel alias Andreas Herdegen angerufen und meint, du, wir haben da was vor, kannst du nicht mal kurz vorbeikommen? Ja, ich wollte immer mal mit Annette beim Werkeln gefilmt werden. Schon, oder? Und dann gleich noch um die Uhrzeit, ist doch top. Ja, ich halt. Muss aber einblenden. Mach aber eine 5:56 Uhr draus. So. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, Medikamente per Klick, vertreten durch Frau Griesbach, war hier natürlich wirklich eine entscheidende Rolle. Das Ganze ging von ihnen aus. Man hat dann schnell versucht, mit Sponsoren, die sich in dem Teamgedanken auch mit einbringen, schnell Firmen zu finden, die hier was gemeinsam schaffen. Okay, we got the player right here. We following D-Mac. Day in the life, postseason. This where we print our money out at, man. Niggas ain't know we make our own money out here. Make our own money out You feel me? Okay. We ain't got a lot of old money. Got a whole lot of new money. Okay. Hey, where this go at? Yeah. Keep it. Keep it if you want to. Die alten Kabinen waren von mir und meinem ehemaligen Chef und Inhaber, dem Wolfgang Stahlmann, in Nacht- und Nebel-Aktion zusammengeschraubt, weil ich glaube, damals ging es um die Lizenz für die erste Liga. Und diese Kabinen wurden innerhalb von 8 Stunden gefertigt und 2 Stunden in Nacht- und Nebelaktion hier zusammengeschraubt. Das hat dem Raum zwar ein bisschen besser getan, aber am Ende des Tages war der Raum in sich einfach unter Wert im Endeffekt. Also um es vorsichtig auszudrücken.
This is ancient, bro. 25? I think you get 25K out of that, bro. Bro, look at T, bro. Bro. T, bro, turn around, bro. You got a shoebox, bro. It's a team sport, man. We got to contribute. You know what I mean? Like, really, like, you feel me? Drop the box and see how much noise it made. This shit about 30 kilos. Bro, the way you waving it around, bro, I don't think that it weighs nothing. Too strong, bro. You feel me? Too strong, right. Also letztendlich ging es Anfang Juni los mit dem ersten Gespräch, Rausreißen der Kabinen, teilweise schon Bemusterung, so die ersten Steps. Juni war dann ganz klar gewidmet der Innenarchitektur. Im Juli hat die Firma Dechant rausgerissen, den Bau letztendlich vorbereitet für Innenausbau dann letztendlich. Ja, eigentlich wollten wir Anfang August hier rein und unsere Möbel einbauen. Natürlich hat es Verzögerungen gegeben, aber die hielten sich tatsächlich in Grenzen. Es waren nur 2 Wochen. Aber für unsere Aufbauzeit haben uns letztendlich 2 Wochen gefehlt. Und wir haben es trotzdem, wie gesagt, bis auf 5% hin oder her geschafft, hier was zu schaffen, was letztendlich jetzt Champions League, glaube ich, ist. Letztendlich würde ich halt nur so noch mal ein bisschen herausheben, dass da wirklich mehrere Beteiligten, nicht nur wir als Schreinerei da waren, dass ein BT Elektro als Elektriker da war, ein Trockenbauer, der da war, ein Fliesenleger, der da war, die Firma Dechant, die da eine sehr große Rolle spielt bei dem ganzen Thema, die sich gekümmert hat, die hier vollen Einsatz gebracht hat, um die Themen eben so realisieren zu können. Eine super kreative Seele mit der Frau Ziegler von Nickel und Wachter Architekten, ohne die das, glaube ich, alle nicht möglich gewesen wäre. Mein Team muss ich da auch besonders hervorheben. Die waren die letzten 2, 3, 4, 6 Tage teilweise wirklich von früh um 7 Uhr bis abends um 10 Uhr hier und haben wirklich vollen Einsatz gegeben und gezeigt, dass sie halt was mitschaffen wollen und waren mega stolz und da hat keiner gemurrt, sondern am Ende des Tages ist halt mitgezogen worden und ist im Team letztendlich die schöne Kabine hier geschaffen worden. First of all, I mean, everybody that was here last year knows exactly what kind of work has gone into this place. And everybody else, take a look at the pictures and you'll see the work that so many of our partners and sponsors have put in to create this for us is unbelievable. And the time that they had to do it and how quick and how hard they have worked to make all this possible is crazy, honestly. I think the first thing that we should do is we should understand what kind of investment this is from all of our sponsors and partners that are included in this, right? And obviously the final product that you see here, there's a lot of guys that put work into this. Final product is from Schreinerei Stahlmann. So this is Helmut May right here. So Helmut, please come to the front. Let's give him a big round of applause. Ich finde es toll, wie der Verein sich gerade im Umbruch befindet, wie gut das schon funktioniert. Und jetzt wäre es, glaube ich, dem ganzen Verein zu wünschen, dass dieser Umbruch auch nach außen getragen wird und auch endlich mal Bemerkung findet. And then make sure, guys, that every day we are in here, we look to deserve what we got, right? Through the way that we work, through the way that we stay together, through the way that we look to get better every single day. Let's deserve this. Through hard work, determination, just getting better every damn day and making sure that we make this the home that we deserve. All right? Let's go, bring it in, boys. Yeah. Everybody in Helmut too, let's go Helmut! You get us? So, let's go. Hey, together on 3. 1, 2, 3. Together!